ein Knochen. Genauer gesagt, ein Splitter eines einzigen Knochens, ungefähr so groß wie der Fingernagel eines 6-jährigen Kindes. Genau diese physischen Überreste brauchte die Wissenschaft im Jahr 2010, um die Existenz einer völlig neuen Art von Urmenschen bekannt zu geben. Einer Art, der später ein eigener Name verliehen, die in Lehrbücher der Anthropologie aufgenommen und direkt mit der DNA von Millionen heute lebender Menschen in Verbindung gebracht werden sollte. Die meisten zuvor beschriebenen Arten früher Menschen hatten Dutzende, manchmal Hunderte von gefundenen Knochen vorzuweisen. Schädel, Zähne, Fragmente von Gliedmaßen, manchmal ganze Skelette. Von dieser Art gab es zum Zeitpunkt der Entdeckung praktisch nichts Greifbares, außer dem winzigen Splitter eines Fingerknochens und den daraus im Labor gewonnenen Daten. Wie konnte die Wissenschaft überhaupt eine ganze Menschenart beschreiben, ohne jemals einen einzigen Schädel, ein einziges Gesicht, ein einziges vollständiges Skelett gesehen zu haben? Die Antwort auf diese Frage stellt die übliche Vorstellung davon, wie solche Entdeckungen überhaupt gemacht werden, auf den Kopf. Im Jahr 2008 brachten russische Archäologen, die jahrelang in der Denisowa-Höhle im Süden Sibiriens im Vorgebirge des Altai gearbeitet hatten, aus einer der Kulturschichten einen kleinen Knochensplitter hervor, der äußerlich unscheinbar war. Die Höhle war den Wissenschaftlern schon lange vorher bekannt. Die Schichten darin hatten sich über Zehntausende von Jahren abgelagert und Spuren verschiedenster Bewohner bewahrt, von Steinwerkzeugen bis zu Knochen von Tieren der Eiszeit. Der Fund wurde nicht ins Labor geschickt, weil er vielversprechend aussah, sondern nach dem üblichen Protokoll, nur für den Fall, zusammen mit Dutzenden anderer Fragmente aus derselben Feldsaison. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass genau dieses unscheinbare Knochenstück die Vorstellung von der eigenen evolutionären Geschichte der Menschheit verändern würde. Der Name der Höhle hat übrigens nichts direkt mit der Wissenschaft zu tun. Ende des 18. Jahrhunderts lebte dort einige Jahre ein altgläubiger Einsiedler namens Dionysius, den die Einheimischen einfach Dennis nannten. Ihm zu Ehren wurde die Höhle benannt, lange bevor dort irgendwelche Ausgrabungen begannen. So kam es, dass der Name eines zufälligen Einsiedlers aus dem 19. Jahrhundert für immer mit einer der wichtigsten Entdeckungen in der Geschichte der Paläogenetik des 21. Jahrhunderts verbunden sein sollte. Die routinemäßige Sortierung der Feldentdeckungen spielte in dieser Geschichte eine weitaus größere Rolle als der feierliche Moment der Ausgrabung. Eine unterschätzte Seite der echten Wissenschaft, an die man sich selten erinnert. Abonnieren Sie den Kanal. Weiter wird sich zeigen, wie unerwartet das Ergebnis der Laboranalyse dieses Splitters war. 2 Jahre später isolierte ein deutsches Labor, das auf alte DNA spezialisiert war, eine mitochondriale Sequenz aus dem Fragment und das Ergebnis passte zu keinem bekannten Szenario. Das genetische Material gehörte eindeutig einem Urmenschen, unterschied sich aber so stark von der DNA sowohl moderner Menschen als auch Neandertaler, dass zu seiner Erklärung die Annahme einer dritten, bisher der Wissenschaft völlig unbekannten Linie innerhalb der Gattung Homo erforderlich war. Ein Jahr später gewann das Team aus demselben winzigen Fragment weitaus komplexeres Material. Eine vorläufige Version des vollständigen Kerngenoms, und da wurde endgültig klar, vor den Wissenschaftlern lag kein anomaler Neandertaler und kein seltsames Exemplar eines modernen Menschen, sondern ein Vertreter einer separaten, eigenständigen Linie, die sich von den Vorfahren der Neandertaler und modernen Menschen lange vor dem Erscheinen des anatomisch modernen Menschen getrennt hatte. Die neue Linie wurde Denisovaner genannt, nach dem Namen der Höhle, in der das erste Exemplar gefunden wurde. Das Labor, das dieses Ergebnis erzielte, wurde viele Jahre lang vom schwedischen Genetiker Svante Pääbo geleitet, der Jahrzehnte damit verbrachte, Methoden zur Gewinnung genetischen Materials aus Knochen zu entwickeln, die Zehntausende von Jahren alt sind. Die Aufgabe schien fast unlösbar.
In dieser Zeit zerfallen DNA-Moleküle in kleinste, stark beschädigte Fragmente und die Probe selbst wird unweigerlich mit moderner DNA von Dutzenden von Menschen kontaminiert, die die Entdeckung bei Ausgrabungen, Transport und Lagerung berührt haben. Archäologen, Laboranten, Museumsarbeiter. Um das echte, alte genetische Material von modernen Verunreinigungen zu trennen, war ein ganzes System steriler Laborprotokolle erforderlich. Arbeiten in Schutzanzügen, in Räumen mit gefilterter Luft, getrennte Ströme für die Probe und für Reagenzien, statistische Überprüfung charakteristischer chemischer Schäden, die sich nur mit dem Alter in der DNA ansammeln und die bei moderner Verunreinigung nicht auftreten können. Gerade diese Methodik, die zum Zeitpunkt der Analyse der Denisova-Probe auf höchste Präzision gebracht wurde, machte die Entdeckung überhaupt erst möglich. Im Jahr 2022 erhielt Peebo den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin, gerade für die Gesamtheit dieser Entdeckungen. Ein seltener Fall, in dem nicht die Entdeckung eines neuen Prozesses in einer lebenden Zelle mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, sondern tatsächlich die Entwicklung einer Methode zum Lesen des genetischen Textes ausgestorbener Menschenarten. Hier liegt der erste echte Umbruch dieser Geschichte. Normalerweise sieht die Reihenfolge der Entdeckung einer neuen Art des alten Menschen so aus. Zuerst findet man ein Skelett oder zumindest einen Schädel, beschreibt die Anatomie, streitet über die Klassifizierung und erst Jahrzehnte später, wenn die Erhaltung glücklich ist, gewinnt man DNA aus den Überresten. Bei den Denisova-Menschen geschah alles genau umgekehrt. Die Art wurde ausschließlich anhand genetischer Daten beschrieben und von der Wissenschaft anerkannt. Lange bevor die Forscher irgendetwas hatten, das einem Skelett, einem Gesicht oder einer allgemeinen Vorstellung davon ähnelte, wie dieses Wesen überhaupt aussah. Formal blieb der Denisova-Mensch in gewisser Weise viele Jahre lang eine Geisterart. Die Wissenschaft war absolut von seiner Existenz überzeugt und konnte seine genetische Verwandtschaft mit anderen Menschenlinien in Detail beschreiben, konnte aber überhaupt nicht sagen, wie groß er war, welche Schädelform er hatte oder wie sein Gesicht aufgebaut war. Versetzen wir uns für einen Moment in die Denisova-Höhle selbst in die Zeit, als sich die Schicht absetzte, in der Zehntausende von Jahren später dieser Knochensplitter gefunden werden sollte. Im Inneren der Höhle herrscht ein gleichmäßiges, fast unverändertes Mikroklima. Kühle Luft, stabile Luftfeuchtigkeit, völlige Dunkelheit in den Tiefen der Gewölbe. Draußen wechseln Eiszeiten, Gletscher ziehen sich zurück und kommen vor, und hier, unter einer meterdicken Felsschicht, schwankt die Temperatur über Jahrtausende hinweg kaum. Gerade diese Stabilität war der Grund dafür, dass die zerbrechlichen DNA-Moleküle im winzigen Knochenfragment nicht vollständig zerstört wurden, sondern genau so erhalten blieben, dass sie im Labor des 21. Jahrhunderts gelesen werden konnten. Schicht für Schicht, Jahrhundert für Jahrhundert setzen sich Staub und Mineralpartikel langsam auf dem Boden der Höhle ab und begraben allmählich alles unter sich, was ihre Bewohner jemals hier hinterlassen haben. Steinwerkzeuge, Knochen gefressener Tiere und gelegentlich Knochenfragmente von ihnen selbst. Ein separates Problem stellte sich der Wissenschaft unmittelbar nach der Veröffentlichung des Genoms. Wie nennt man formal einen Organismus, dessen DNA detailliert gelesen wurde, aber kein vollständiges beschriebenes Skelett hat? Die klassischen Regeln der zoologischen Nomenklatur verlangen für die offizielle Benennung einer Art eine physische Referenzprobe, einen bestimmten Knochen oder Zahn, auf den man mit dem Finger zeigen kann. Bei den Denisova-Menschen blieb eine solche Referenzprobe lange Zeit äußerst spärlich. Und die wissenschaftliche Gemeinschaft hat sich bis heute nicht auf eine einheitliche Meinung geeinigt, ob der Denisova-Mensch formal als eigene Art Homo betrachtet werden sollte oder nur als eine besondere, stark abweichende Population innerhalb eines breiteren evolutionären Bildes. Dieser Streit ist auch heute noch nicht endgültig gelöst, mehr als ein Jahrzehnt nach der ersten Veröffentlichung. Einige Forscher bestehen darauf.
Da die genetische Distanz zwischen Denisova-Menschen und Neandertalern vergleichbar ist mit der Distanz zwischen Neandertalern und modernen Menschen und Neandertaler seit langem als eigene Taxon anerkannt werden, ist es logisch, auch Denisova-Menschen so zu benennen. Eine andere Gruppe widerspricht. Einem Organismus, der durch wenige Knochenfragmente repräsentiert wird, einen formellen lateinischen Artnamen zu geben, sei ein methodologisch riskanter Präzedenzfall, der das System der wissenschaftlichen Nomenklatur entwerten könnte, wenn es auf jede Population angewendet würde, von der genügend DNA gelesen werden konnte. Mangels Einigkeit wird das Wort Denisova-Mensch in den meisten Publikationen bis heute ohne offiziellen lateinischen Artnamen verwendet. Ein für die Paläoanthropologie praktisch beispielloser Fall. Die Region, in der eine solche Ansammlung von Funden verschiedener menschlicher Linien überhaupt möglich wurde, ist ebenfalls kein Zufall. Die Ausläufer des Altaigebirges stellten während der letzten Eiszeit eine Art klimatischen Rückzugsort dar. Ein Gebiet, in dem die durch das Gebirge und die Nähe zu großen Gewässern gemilderten Bedingungen auch dann noch bewohnbar blieben, als ein großer Teil der umliegenden eurasischen Ebenen in eine für ein langes Leben wenig geeignete Eiswüste verwandelt wurde. Deshalb konnte dieselbe Höhle über Zehntausende von Jahren hinweg abwechselnd verschiedene, manchmal zeitlich überlappende menschliche Populationen beherbergen. Die klimatischen Bedingungen wurden hier selten wirklich unerträglich, was bedeutete, dass jede neue Welle von Siedlern Grund hatte, sich hier lange aufzuhalten und nicht nur auf der Durchreise zu sein. Ein ganzer Strang der menschlichen Evolutionsgeschichte existierte in der Wissenschaft jahrelang buchstäblich gesichtslos. An sich schon eine der seltsamsten Tatsachen der modernen Anthropologie. Gebt ein Like, wenn ihr bereit seid zu erfahren, dass die seltenen Funde von Denisova-Knochen die Verwirrung nur noch verstärkten und keineswegs lösten. Die ersten zusätzlichen physischen Spuren von Denisova-Menschen, die in den folgenden Jahren in derselben Höhle gefunden wurden, erwiesen sich als nicht weniger entmutigend als die Geschichte mit dem Fingerknochen selbst. Es handelt sich um mehrere große Backenzähne, deren DNA die Denisova-Herkunft bestätigte. Das Problem ist, dass diese Zähne in Form und Größe überhaupt nicht denen des modernen Menschen oder des Neandertalers ähnelten. Sie waren unverhältnismäßig groß und in ihrer Struktur viel näher an einer viel älteren und primitiveren Art, dem Homo erectus, der vor etwas mehr als 1 Million Jahren lebte. Es ergab sich ein Widerspruch. Genetisch nahm der Denisova-Mensch eine bestimmte, chronologisch-logische Stelle im Evolutionsbaum neben den Neandertalern ein, aber morphologisch sahen einzelne seiner Überreste so aus, als gehörten sie einem Wesen aus einer wesentlich tieferen Vergangenheit an. Kein anderer Fund in der Paläoanthropologie des 21. Jahrhunderts hat die Wissenschaft mit einem derart scharfen Bruch zwischen DNA-Daten und Knochenform konfrontiert. Später, im Jahr 2019, führte ein separates Forscherteam eine erneute morphologische Analyse des allerersten Fingerknochens durch, desjenigen, mit dem alles begann. Das Ergebnis war erneut unerwartet. In Form und Proportionen war der Fingerknochen selbst dem Aufbau des modernen Menschen näher als dem neandertalerartigen Typ, obwohl der Denisova-Mensch genetisch insgesamt näher an den Neandertalern als an uns steht. Mit anderen Worten, dieselbe Art trug gleichzeitig in verschiedenen Teilen ihres Skeletts Merkmale, die sie einerseits in Richtung des modernen Menschen, andererseits in Richtung eines weitaus archaischeren Vorfahren zogen. Ein seltener Fall, in dem die Anatomie verschiedener Knochen desselben Wesens scheinbar zwei unterschiedliche, widersprüchliche Geschichten erzählt. Nun reisen wir deutlich südlicher und östlicher als das Altaigebirge, auf das tibetische Hochland, auf eine Höhe von über 3000 Metern über dem Meeresspiegel in die Baishia-Höhle. Die Luft ist hier so dünn, dass ein moderner Mensch, der hier ohne Akklimatisierung ankommt, fast sofort unter Sauerstoffmangel leidet.
Die Temperatur fällt nachts selbst in der warmen Jahreszeit stark ab und im Winter sinkt sie weit unter das, was als für ein langes Leben ohne besonderen Schutz geeignet gilt. Dennoch lebte hier auf dieser unvorstellbaren Höhe jemand über Zehntausende von Jahren, lange bevor der moderne Mensch überhaupt das tibetische Hochland betrat. In der Baishia-Höhle stieß ein buddhistischer Mönch, der in dieser Höhle betete, im Jahr 1980 zufällig auf einen ungewöhnlichen Knochen im Boden einer der inneren Grotten und übergab ihn dem örtlichen Kloster als seltene Entdeckung, ohne die geringste Ahnung von seiner wahren Bedeutung zu haben. Jahrelang wurde der Kiefer im Kloster fast als Kuriosität aufbewahrt, bis er schließlich in die Hände von Universitätsforschern gelangte, die ebenfalls nicht sofort seinen wissenschaftlichen Wert erkannten. Ohne begleitende Dokumentation über den genauen Fundort und die Fundschicht ist die Datierung und Zuordnung eines einzelnen Knochens äußerst schwierig. Und es dauerte noch mehrere Jahre, bis die moderne Analyse abgeschlossen war. Der Kieferknochen lag dann jahrzehntelang fast ununtersucht, bevor er im Jahr 2019 endlich einer modernen Analyse unterzogen wurde. Es gelang nicht, DNA aus diesem Kiefer zu extrahieren. Das organische Material war durch Zeit und Klima zu stark zerstört. Stattdessen wählten die Wissenschaftler eine weniger bekannte, aber nicht weniger leistungsfähige Methode: die Paläoproteomik, die Analyse alter Proteine, die sich in der Zahnschmelzstruktur wesentlich besser erhalten als die zerbrechlichen DNA-Moleküle. Die Proteinanalyse zeigte überzeugend: der Kiefer gehörte einem Denisovaner. So wurde fast 40 Jahre nach dem zufälligen Fund der erste physische Beweis für die Anwesenheit von Denisovanern außerhalb der einzigen sibirischen Höhle entdeckt, in einer Entfernung von mehr als 1500 Kilometern und in einer Höhe, die eine ernsthafte physiologische Anpassung an den Sauerstoffmangel erforderte. Das Alter des Fundes, unabhängig davon bestimmt durch die Datierung der Carbonatkruste auf dem Knochen selbst, betrug etwa 160.000 Jahre. Der entscheidende Beweis für die Anwesenheit einer ganzen Art von Urmenschen am anderen Ende des Kontinents wurde nicht durch DNA, sondern durch die chemische Analyse von Proteinen im Zahnschmelz gefunden. Ein seltenes Beispiel dafür, wie erfinderisch die moderne Wissenschaft bei der Suche nach Spuren der Vergangenheit geworden ist. Abonnieren Sie den Kanal. Ähnliche Methoden werden in dieser Geschichte noch öfter vorkommen. Weitere Untersuchungen derselben Höhle im tibetischen Hochland brachten eine weitere, unerwartete Informationsquelle hervor. Keine Knochen und keine Zähne, sondern der Boden selbst. Es stellte sich heraus, dass die Sedimentschichten des Höhlenbodens Fragmente mitochondrialer DNA konservieren können, die ohne sichtbare Knochenreste in den Boden abgegeben werden. Einfach aus zersetzten Weichteilen, Ausscheidungen und mikroskopischen Partikeln, die sich jahrelang an derselben Stelle angesammelt haben. Die Analyse solcher Sediment-DNA aus verschiedenen Schichten der Baishia-Höhle zeigte die Anwesenheit von Denisovanern in dieser Höhe vor etwa 100.000, dann vor etwa 60.000 und möglicherweise sogar vor etwa 45.000 Jahren. Das heißt, es handelt sich nicht um einen einzelnen zufälligen Besuch, sondern um eine lange, sich über Zehntausende von Jahren erstreckende Anwesenheit derselben Menschenlinie in einer der klimatisch härtesten Regionen der Erde. Es lohnt sich, kurz bei der Methode selbst zu verweilen, denn hier liegt eine weitere erstaunliche Ebene. Der gewöhnliche Höhlenboden, in dem mit bloßem Auge kein einziger Knochen zu sehen ist, erwies sich als ein vollwertiges genetisches Archiv, eine Art Notizbuch, in das die alten Bewohner, ohne es zu ahnen, täglich winzige genetische Autogramme hinterließen. Diese Methode, die vor 20 Jahren noch undenkbar schien, ermöglicht es heute, die Anwesenheit ausgestorbener Menschenlinien selbst dort zu entdecken, wo kein einziger identifizierbarer Knochen erhalten geblieben ist. Das bedeutet, dass sich Denisovaner durchaus in den Sedimenten von Dutzenden anderer Höhlen in ganz Asien verbergen könnten, die noch nicht mit einer ähnlichen Analyse untersucht wurden.
Bis zur Mitte dieser Geschichte könnte es den Anschein haben, dass alle Puzzleteile der Denisovaner endlich zu einem Gesamtbild zusammengefügt sind. Eine genetisch beschriebene Art, einzelne Zähne, ein Kiefer aus dem tibetischen Hochland, Sediment DNA, die eine lange Anwesenheit in verschiedenen Regionen bestätigt. Eine ordentliche, abgeschlossene Geschichte, die sich bequem in dieser Reihenfolge erzählen ließe, wenn die Wissenschaft tatsächlich hier aufgehört hätte. Aber sie hörte nicht auf, und das ist der Knackpunkt. Im 2018. Jahr wurde in derselben Denisova-Höhle ein Fund gemacht, der der Geschichte der Denisova-Menschen eine völlig neue, viel persönlichere Dimension verlieh. Bereits im 2012. Jahr wurde in der Höhle ein weiterer Knochensplitter von etwas mehr als 2,5 Zentimetern Länge gefunden, der zunächst keine besondere Aufmerksamkeit erregte. Erst 6 Jahre später zeigte die genetische Analyse dieses Fragments etwas, das zuvor auf der ganzen Welt noch nie gefunden worden war. Vor den Wissenschaftlern lagen die Überreste eines jugendlichen Mädchens, etwa 13 Jahre alt, deren Mutter eine Neandertalerin und deren Vater ein Denisova-Mensch war. Dies war der erste bestätigte Hybrid der ersten Generation zwischen 2 verschiedenen, ausgestorbenen Linien alter Menschen in der Wissenschaftsgeschichte. In der wissenschaftlichen Umgangssprache erhielt der Fund schnell den informellen Namen Denny. Kurz und fast familiär, in starkem Kontrast zu trockenen Katalogbezeichnungen wie Denisova 11, unter denen solche Proben normalerweise geführt werden. Die Chancen, buchstäblich auf die Überreste eines solchen Hybriden zu stoßen und dessen Herkunft mit der Genauigkeit spezifischer Eltern verschiedener Arten zu bestimmen, sind verschwindend gering. Mischlinge zwischen Populationen gab es zweifellos nicht selten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Überreste eines bestimmten Kindes aus einer solchen Verbindung nicht nur Zehntausende von Jahren physisch erhalten bleiben, sondern auch gefunden und dann von der modernen Genetik korrekt gelesen werden, ist mit einem Lottogewinn vergleichbar. Bei der weiteren Analyse des Genoms dieses Mädchens zeigte sich eine weitere Schicht. Ihr Denisova-Vater hatte in der Tiefe seiner Abstammung ebenfalls eine Beimischung von Neandertaler-Blut, die er von Vorfahren viele Generationen vor seiner eigenen Geburt geerbt hatte. Mit anderen Worten, diese beiden Menschenlinien trafen sich nicht nur gelegentlich. Sie kreuzten sich über einen langen Zeitraum hinweg regelmäßig genug, damit solche genetischen Spuren in beiden Populationen verankert wurden. Die Geschichte des einzigen gefundenen Kindes aus der Verbindung zweier verschiedener, ausgestorbener Menschenlinien, entdeckt anhand eines Knochenfragments von der Größe eines Fingerglieds, ist selbst nach den Maßstäben der Paläogenetik ein extrem seltener Zufall. Schreiben Sie in den Kommentaren, welcher Fund in der Geschichte der Wissenschaft über die menschliche Herkunft Sie persönlich am meisten beeindruckt hat. Derselbe Felsvorsprung, dieselbe Wasserquelle in der Nähe, dieselben Jagdgründe in den umliegenden Tälern. Und Vertreter von mindestens 2, vielleicht sogar 3 verschiedenen Linien alter Menschen, die über Jahrtausende hinweg dasselbe Versteck nacheinander oder sogar gleichzeitig nutzten. Die Schichten der Höhenablagerungen sind buchstäblich übereinander geschichtet. In einem Horizont Spuren von Neandertalern, etwas höher von Denisova-Menschen und irgendwo dazwischen Zeugnisse ihrer Begegnungen miteinander. Keiner von ihnen dachte natürlich daran, dass diese zufälligen Begegnungen Jahrhunderte später zum Gegenstand des Studiums einer ganzen wissenschaftlichen Disziplin werden würden. Vor der Entdeckung der Denisova-Menschen wurde die evolutionäre Geschichte des Menschen als fast gerade Leiter dargestellt. Eine Art ersetzt die andere, seltene Seitenäste sterben ab, ohne Nachkommen zu hinterlassen, und die Hauptlinie führt direkt zum modernen Menschen. Die Denisova-Menschen zwangen zusammen mit dem Fund ihrer hybriden Nachkommen und den Spuren ihrer Gene bei Millionen heute lebender Menschen dazu, diese Metapher selbst zu überdenken. Heute sprechen viele Spezialisten für menschliche Evolution lieber nicht von einer Leiter und nicht einmal von einem verzweigten Baum, sondern von etwas Ähnlichem wie einer verzweigten, sich ständig verflechtenden Flussdelta. Verschiedene Menschenlinien trennen sich, leben Zehntausende von Jahren getrennt und treffen sich dann wieder, vermischen sich und trennen sich erneut,
wobei sie genetische Spuren hinterlassen, die auch nach dem vollständigen Aussterben einer der Seiten nicht spurlos verschwinden. Die Denisova-Menschen sind fast das deutlichste Beispiel für eine solche Verflechtung, die der modernen Wissenschaft bekannt ist. Das Erbe der Denisova-Menschen blieb nicht irgendwo in den Tiefen einer sibirischen Höhle oder auf einem tibetischen Hochplateau eingeschlossen, es lebt heute in den Genomen von Millionen heute lebender Menschen weiter. Bei den Ureinwohnern von Papua-Neuguinea, Melanesien und Australien erreicht die Denisova-Beimischung etwa 4–6% des gesamten Genoms, der höchste Wert unter allen modernen Populationen der Erde. Bei den Bewohnern Ost- und Südasien ist dieser Anteil viel bescheidener, bei den Ureinwohnern Amerikas noch geringer, aber er verschwindet praktisch nirgendwo in Asien und Ozeanien vollständig. Die Liste der vererbten Gene ist damit noch nicht erschöpft. Bei modernen Inuit und einigen anderen nordischen Völkern wurden Denisova-Varianten von Genen entdeckt, die den Fettstoffwechsel und die Fähigkeit des Körpers, fettreiche Nahrung effizient zu verarbeiten, beeinflussen. Wahrscheinlich ein nützliches Erbe für das Leben in einem kalten Klima mit begrenztem Zugang zu pflanzlicher Nahrung. Bei einer Reihe moderner Populationen in Asien und Ozeanien finden sich ebenfalls Denisova-Varianten von Genen, die mit der Funktion des Immunsystems zusammenhängen, insbesondere mit der Erkennung bestimmter Arten von Virusinfektionen. Mit anderen Worten, das Denisova-Erbe im Körper des modernen Menschen ist kein einzelner Kuriosum mit einem einzigen erfolgreichen Gen für die Höhenatmung, sondern eine ganze verstreute Sammlung physiologischer Lösungen, die von einer Art geerbt wurden, die vor Zehntausenden von Jahren vollständig ausgestorben ist. Ein besonders aufschlussreiches Beispiel für dieses Erbe ist das Gen EPAS1, das die Reaktion des Körpers auf Sauerstoffmangel in großer Höhe reguliert. Bei modernen Tibetern wurde eine charakteristische Variante dieses Gens entdeckt, die praktisch identisch mit der Denisova-Variante ist und bei anderen Völkern der Welt äußerst selten vorkommt. Gerade dank dieser geerbten Variante kommt der Körper der Bewohner des Hochlandes von Tibet mit der dünnen Luft besser zurecht als der Körper der meisten anderen Menschen in gleicher Höhe. Ein direktes physiologisches Erbe einer Art, mit der sich die Vorfahren der Tibeter vor Zehntausenden von Jahren vermischt haben. Gleichzeitig gibt es bei den Melanesiern und Papua, deren gemeinsamer Anteil an Denisova-DNA deutlich höher ist als der Tibeter, fast keine dieser Höhenvarianten des Gens. Einfach, weil auf Meereshöhe eine solche Anpassung nie einen evolutionären Vorteil bot und sich durch Selektion nicht durchsetzte. Eine weitere physische Bestätigung der Anwesenheit von Denisova-Menschen gerade im Hochland von Tibet kam erst kürzlich, im Jahr 2024, und wieder nicht in Form eines Knochens, sondern in Form eines winzigen Rippenfragments, das aus derselben Baishia-Höhle geborgen wurde. Aus diesem Fragment konnte zwar keine DNA isoliert werden, aber das Forscherteam wandte die bereits bekannte Methode der Analyse alter Proteine an und bestimmte mit hoher Sicherheit seine Zugehörigkeit zu einem Denisova-Menschen. So passt nach fast 1,5 Jahrzehnten seit der ersten Veröffentlichung über die Denisova-Menschen die Liste ihrer physischen Überreste weltweit immer noch auf die Finger weniger Hände. Ein Fingerknochenfragment, mehrere Backenzähne, ein Kiefer und ein Rippenfragment. Obwohl die genetische Spur dieser Art zu diesem Zeitpunkt bereits in den Genomen von Zehntausenden lebender Menschen am anderen Ende der Welt entdeckt worden war. Genau jetzt, in diesem Augenblick, arbeitet bei einem Bewohner des Hochlandes von Tibet ein Gen, das von einer vor Zehntausenden von Jahren ausgestorbenen Menschenart geerbt wurde und hilft ihm, die dünne Bergluft zu atmen. Ein anschaulicher Beweis dafür, dass Aussterben selten ein vollständiges Verschwinden bedeutet. Geben Sie einen Daumen hoch. Weiter wird sich herausstellen, dass selbst die Denisova-DNA selbst eine weitere, weitaus unbequemere Schicht dieser Geschichte birgt. Es könnte scheinen, als ob die Geschichte der Denisova-Menschen damit abgeschlossen werden könnte.
Eine Art, die anhand eines winzigen Knochenfragments beschrieben, durch Zähne und einen Kiefer vom anderen Ende des Kontinents bestätigt, nachweislich mit Neandertalern und modernen Menschen gekreuzt, eine genetische Spur hinterlassen hat, die den Bewohnern des Hochlandes bis heute beim Atmen hilft. Eine stringente Erzählung mit einem schönen Ende. Genau das, worauf der Erzähler gerne stoppen würde. Aber auch hier blieb die Wissenschaft nicht stehen und die unbequemste Entdeckung erwies sich als im Genom der Denisova-Menschen selbst verborgen. Eine detailliertere statistische Analyse des Denisova-Genoms, die Ende der 10er-Jahre durchgeführt wurde, deckte eine Beimischung einer weiteren, völlig anderen Linie auf. Etwa 1% der Denisova-DNA wurde offenbar von einer Kreuzung mit einer unbekannten, tief archaischen Population von Menschen geerbt, die sich vor fast 2 Millionen Jahren vom gemeinsamen Stammbaum der Menschheit abspaltete. Berechnungen deuten darauf hin, dass der Zeitpunkt dieser Kreuzung vor etwa 744.000 Jahren stattfand. Also lange vor dem Auftreten nicht nur des modernen Menschen, sondern auch des gemeinsamen Vorfahren von Neandertalern und Denisova-Menschen in seiner erkennbaren Form. Diese Linie blieb Hunderttausende von Jahren genetisch isoliert, bevor ihre Vertreter irgendwo in Asien auf die Vorfahren der Denisova-Menschen trafen und in deren Genom eine charakteristische, statistisch unterscheidbare Spur hinterließen. Von dieser Geisterpopulation gibt es kein einziges bekanntes Skelett, keinen einzigen Zahn, keinen einzigen bestätigten Fund. Sie ist der Wissenschaft ausschließlich durch das statistische Echo in der fremden, bereits ausgestorbenen DNA bekannt. Wissenschaftler können bis heute nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich um einen späten Homo erectus, eine bisher unbekannte nahe verwandte Art, oder eine von der Wissenschaft gar nicht beschriebene Linie von Menschen handelte. Die Methode zur Entdeckung einer solchen Geisterbeimischung hat nichts mit dem direkten Ablesen eines einzelnen Gens zu tun. Forscher suchen nach statistisch anomalen, ungewöhnlich langen und stark voneinander abweichenden Genomabschnitten, die sich nicht durch die normale innere Variabilität der Art erklären lassen, und rekonstruieren dann mathematisch die ungefähre Zeit und Art des Kontakts, der eine solche Spur hervorgerufen hat, ohne jemals einen Knochen des vermuteten Ursprungs zu sehen. Irgendwo in den Tiefen Asiens, vor fast 3/4 Millionen Jahren, auf einem Gebiet, das heute keinen Namen mehr trägt, kreuzen sich die Wege zweier Gruppen, von denen jede keine Ahnung hat, jemals Gegenstand einer Wissenschaft zu werden, die es noch nicht gibt und noch sehr lange nicht geben wird. Eine dieser Gruppen ist seit langem und vollständig vom restlichen menschlichen Stamm isoliert. Die zweite, die Vorfahren der zukünftigen Denisova- und Neandertaler-Menschen, beginnt gerade erst, sich über den Kontinent auszubreiten. Ihre Begegnung hinterlässt weder eine Siedlung, noch ein Lagerfeuer, noch ein einziges Werkzeug, das ein Archäologe finden könnte. Das einzige Zeugnis dafür, dass sie überhaupt stattgefunden hat, wird nach fast 1 Million Jahren nur noch eine statistische Anomalie im Genom ihrer fernen Nachkommen sein. Ein Teil dieser uralten genetischen Fragmente, die die Denisova-Menschen von ihrem eigenen unbekannten Vorfahren erhielten, ging später über die Denisova-Beimischung auch in das Genom des modernen Menschen über und existiert heute, fast 1 Million Jahre nach der eigentlichen Kreuzung, in den Zellen lebender Menschen weiter, die dies nie erfahren würden, wenn sie nicht ihr eigenes Genom in einem spezialisierten Labor lesen würden. Schätzungen von Forschern zufolge sind von allen archaischen Abschnitten, die die Denisova-Menschen von ihrem namenlosen Vorfahren geerbt haben, nicht mehr als 15% bis zu den modernen Menschen gelangt. Der Rest wurde durch natürliche Selektion aussortiert oder ging über Zehntausende von Generationen zufällig verloren. Selbst dieser überlebende Teil ist an sich schon ein seltenes Geschenk der Statistik. Ein winziger, fast unglaublicher Splitter eines Wesens, das niemals einen Namen, ein Gesicht oder einen einzigen gefundenen Knochen haben wird, dessen Echo aber in den Zellen des Menschen, der diesen Text gerade liest, weiterklingt.
Die gesamte Geschichte der Denisova-Menschen, vom Bruch eines Fingerknochens bis zum statistischen Echo in ihrem eigenen Genom, beruht nicht auf einem Haufen von Funden, sondern auf einer Handvoll Fragmenten, von denen jedes fast nicht hätte erhalten bleiben und fast nicht in die Hände des richtigen Spezialisten zum richtigen Zeitpunkt hätte gelangen dürfen. Und doch hat diese Handvoll Fragmente es geschafft, die Vorstellung davon, wie viele Zweige der menschlichen Gattung überhaupt entstanden und verschwunden sind, bevor irgendjemand daran dachte, sie zu zählen, vollständig umzuschreiben. Das ergibt eine Art Matrjoschka aus Geistern. Eine Art, die praktisch ohne einen einzigen Knochen beschrieben wurde, birgt in sich selbst die genetische Spur einer noch älteren, nie gefundenen Art. Und beide, diese geisterhaften Hinterlassenschaften, leben heute in den Körpern heutiger Menschen weiter, die nichts davon ahnen. Wenn die Wissenschaft in etwas mehr als 15 Jahren eine solche verschachtelte Kette von Geisterlinien innerhalb eines einzigen Genoms entdeckt hat, dann ist die logischste nächste Frage beunruhigend. Wie viele weitere solcher niemals physisch gefundenen Linien alter Menschen verstecken sich gerade jetzt auf die gleiche Weise? Nicht als Knochen im Gestein, sondern als statistisches Echo im Genom jedes Menschen, der diese Zeilen liest. Wie viele weitere solche Geisterlinien der menschlichen Abstammung warten darauf, nicht im Boden, sondern in der menschlichen DNA selbst entdeckt zu werden? Wenn diese Frage Sie genauso fasziniert wie jede Laborfindung, abonnieren Sie den Kanal jetzt. Geschichten, in denen der entscheidende Hinweis nicht im Gestein, sondern in lebenden Zellen verborgen ist, werden hier noch oft erscheinen.